Du kennst bestimmt den Spruch, wer rastet, der rostet. Und das stimmt auch. Heute zeige ich dir eine Übungssequenz, die hervorragend dazu genutzt werden kann, um die Beweglichkeit deiner Beine zu verbessern und Schmerzen in den Gelenken zu lindern. Es ist normal, dass mit dem zunehmenden Alterungsprozess man an Beweglichkeit abnimmt. Die Muskelkraft lässt nach, die Gelenke verändern sich, Sehnen und Bänder werden steifer und verlieren an Elastizität. Umso wichtiger ist es, dass man Übungen macht, die die vollen Bewegungsausmaß der Gelenke nutzt, um diese Beweglichkeit wiederherzustellen oder beziehungsweise zumindest beweglich zu bleiben. Wer sich nicht bewegt beziehungsweise nicht die volle Bewegungsausmaß nutzt, der wird steifer. Und ein Verlust an der Beweglichkeit von Hüfte, Knie und Sprunggelenk kann dafür sorgen, dass das Sturzrisiko sich erhöht. In dem heutigen Video zeige ich dir eine Abfolge von Übungen, die du nutzen kannst, um die Hauptgelenke deiner Beine wieder beweglich zu bekommen. Und wenn du gerade Schmerzen im Sprunggelenk, Knie oder Hüfte hast, dann kann dir diese Übungsroutine auch Schmerzlinderung verschaffen. Also, komm mit! Wir beginnen auf dem Boden, du setzt dich hin, deine Hände, die platzierst ein bisschen nach hinten, deine Finger zeigen nach außen. Und die erste Übung geht jetzt um die Zehe und das Sprunggelenk. Du solltest erstmal Fußspitze machen und gleichzeitig die Zehe krallen, so weit nach unten bis du kannst und dann Zehe wieder strecken und du schiebst die Ferse weit weg von dir und die Zehe ziehst du ran. Wichtig bei dieser Übung ist, die komplette Bewegungsausmaß zu nutzen. So weit wie du kannst nach unten. Nicht selten haben Patienten auch Krämpfe da. Und dann Zehe strecken, Ferse wegschieben, Zehe zu dir ranziehen. Und jetzt machen wir gemeinsam 10 Wiederholungen. Nach unten beugen, nach oben zu dir ranziehen. Das sind jetzt schon 3. Weiter nach unten beugen. Und dann strecken zu dir ran. Wenn du die Füße jetzt halt nach unten bekommst, dann solltest du auf die vordere Seite vom Sprunggelenk auch eine Beugung spüren, eine Dehnung spüren. Und wenn du hier zu dir ranziehst, sollst du auch in der Wade eine Dehnung spüren. Die Hälfte hast du schon geschafft. Und weiter. Beugen, Zehe krallen, strecken zu dir ran. Beugen, die Zehe krallen, strecken und zu dir wieder ran. Nur noch 2 dazu. Zehe beugen, Ferse wegschieben, Zehe ran. Und nochmal 1 nach unten. Und wieder zu dir ran. Als nächstes geht es darum, dass du deine Fußsohle zueinander bringst. Der Kleinzeh kommt jetzt nach innen, so weit wie du kannst. Fußsohle zu Fußsohle. Und dann nach außen bringst, so weit wie du kannst. Den kleinen Zeh, stell dir mal so eine Schaufelbewegung vor. Den kleinen Zeh wegbringen und dann wieder ran. Fußsohle zu Fußsohle. Es geht hier um das Sprunggelenk. Nutze die Beweglichkeit bis zum Bewegungsende aus. Ranziehen, Fußsohle zu Fußsohle. Soll auch ordentlich ein bisschen ziehen und dann die Füße wieder wegziehen. Nach außen hoch, nach innen rein. Nach außen hoch, nach innen rein. Möglichst bleiben deine Knie komplett gestreckt während der Übung und dein Oberkörper ist auch gerade. Du hast jetzt schon 5 geschafft, das ist die Hälfte. Jetzt machen wir noch 5 davon. Und wieder rein. Vor allem mit dem Fortschreiten von der Übungen tendiert man immer die Bewegungsausmaß kurzer zu machen. Achte darauf, dass du die komplette Amplitude, das was das Gelenk hergibt, auch komplett nutzt. Und nicht zu doll die Hüfte drehen. Wirklich nur am Sprunggelenk. Nur noch 2, raus, raus, raus und ranziehen. Und noch einmal nach
nach außen, raus und ranziehen. Als nächstes geht es jetzt um kreisende Bewegung. In Uhrzeigersinn, weit weg. Achte darauf, dass die Bewegung hauptsächlich an dem Sprunggelenke bleibt. Und wir werden jetzt 6-mal kreisen in eine Richtung, so weit wie du kannst. Hauptsächlich Sprunggelenk, nicht so viel die Hüfte mitbewegen. Und wenn du das 6-mal gemacht hast in eine Richtung, fehlt nur noch mal 1. In der Mitte aufhören und dann auch in der anderen Richtung komplett im Bewegungsausmaß ausnutzen, strecken, kreisen, großen Kreise und möglichst sollte deine Hüfte sich nicht so doll bewegen. Das sind schon 3 und 4 und nochmal 1. 5 und das letzte 6. Diese kurze Übungssequenz ist super gut, wenn du Arthrose an den Füßen hast. Probier die mal aus. Und wir machen jetzt weiter mit dem Kniegelenk. Und jetzt ziehst du das Bein zu dir ran, so weit wie du kannst und streckst sie dann wieder aus. Komplett ranstrecken, so weit wie du kannst. Im besten Fall ist deine Wirbelsäule jetzt gerade und dann streckst du sie wieder aus. Achte darauf, dass du in die volle Beugung kommst. Vor allem, wenn du einen verkürzten Oberschenkel hast, ist diese eine gute Möglichkeit, die Beweglichkeit wieder zu bekommen, ohne dass du deine Muskulatur, deine vorderen Oberschenkelmuskeln zu doll beugst, zu doll dehnst. Zieh es so weit wie du kannst dran. Und beim Strecken achte darauf, dass das Knie auch komplett gestreckt bleibt. 10-mal auf eine Seite, komplett gebeugt, ranziehen mit Kraft und loslassen. Wenn du Kniearthrose hast, mach dir keine Sorgen, wenn es ein bisschen weh tut. Es ist nicht schlimm. Wichtig ist 24 Stunden nach der Übung. Da sollen deine Beschwerden auch abnehmen. Nachdem du die Sequenz gemacht hast auf eine Seite, dann geht es weiter mit der gleichen Übung auf der anderen Seite. Oberkörper gerade und auch hier 10-mal zu dir ranziehen und wieder strecken. Komplett ran. Je unter du am Fuß anfasst, desto mehr Kraft kannst du machen für die Beugung und dann bewusst die Oberschenkelmuskulatur aktivieren, damit du das Knie komplett streckst. Nach unten gehen und wieder ranziehen. Das sind schon 5 Wiederholungen. Nochmal 5. Und wieder strecken. Zu dir ranziehen, so weit wie es geht. Und wieder strecken. Nur noch 3 dazu. Und komplett strecken. Wenn es für dich ein bisschen zu schnell ist, kannst du auch Pause machen. Wichtig ist, dass du bis zum Bewegungsende rangehst, ein bisschen in der Position bleibst und dann wieder weitermachst. Nur noch 1. Komplett durchstrecken, aktiv Oberschenkelmuskel und das letzte. Und wieder strecken. Immer noch in der sitzenden Position bringst du deine Beine erstmal ein bisschen weiter auseinander. Oberkörper gerade und jetzt versuchst du, die Beine so weit wie du kannst nach außen zu drehen. Achte darauf, dass deine Knie durchgestreckt bleiben und dann auch komplett nach innen. Komplett nach außen zu drehen und dann nach innen. Und auch diese Übung solltest du nun 10-mal wiederholen. Komplett raus, wirklich aktiv Gesäßmuskel anspannen, wenn du es nach außen bringst. Und die Oberschenkel innen, beziehungsweise die Hüftmuskel, wenn du die Beine nach innen bringst. Patienten, die Hüftarthrose haben, die verlieren als erstes diese Innenbewegung. Forciere da so weit wie du kannst nach innen
und dann aktiv komplett nach außen. Je durchgestreckter deine Knie sind, desto mehr Bewegung passiert an der Hüfte. Und nur noch 3 Bewegungen und dann hast du auch diese Sequenz gleich durch. Komplett rein, komplett raus und nochmal komplett rein und wieder nach außen. Rücken bleibt gerade, die Hände nach außen gerichtet und noch 1 und auch komplett nach innen. Und die letzte Übung in dieser Position geht nun für die Dehnung der hinteren Oberschenkel bzw. um die Beweglichkeit der Hüfte. Lass deine Hände nach hinten, bring deinen Brustkorb nach oben weg und als nächstes bringst du deinen Rumpf nach vorne und versuchst nach vorne deine Füße zu greifen. Aufrecht, Brustkorb aufrichten, Hände nach hinten, als nächsten nach vorne und versuch deine Füße zu greifen. Ziel dieser Übung ist die Öffnung vom Brustkorb, aber auch die Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Wenn du jetzt nicht zu deinen Füßen kommst, ist kein Problem. Oben strecken, auch in das Strecken von der Wirbelsäule reinkommen. Du kannst auch nur deine Unterschenkel umgreifen. Wichtig ist, dass die Knie durchgestreckt bleiben. Nochmal nach hinten, Brustkorb öffnen, tief einatmen und dann auch wieder nach vorne. Durchgestreckt, richtig nach vorne ziehen, Dehnung lassen und wieder nach hinten. Das ist schon die Hälfte. Und nach vorne greifen, Brust nach vorne bewegen, zieh dir ein bisschen ran, strecken wieder hoch. Und ausatmen, wieder nach vorne rankommen. 6, nur noch 3. Einatmen, hochkommen. Ausatmen, runter. Und noch einmal hoch. Nur noch 2, hast gleich geschafft. Aktiv. Du wirst merken, von Wiederholung zu Wiederholung wird deine Beweglichkeit immer besser. Und wenn du die andere Übung schon davor gemacht hast für die Hüfte, wirst du auch merken, dass es dir leichter fällt, nach vorne zu kommen. Und das letzte Mal Brustkorb raus, einatmen und noch einmal nach vorne beugen. Die nächste Übung ist ein Klassiker, Katze-Kuh. Du stellst sie jetzt in Vierfüßlerstand hin. Versuche jetzt halt den kompletten Fußrücken auf dem Boden zu lassen. Dann hast du auch noch eine zusätzliche Dehnung von dem vorderen Sprunggelenksbereich. Hüfte sind in 90 Grad. Deine Hände sind direkt unter die Schulter. Und in dieser Position bringst du jetzt das Becken zu dir ran und gleichzeitig guckst du nach unten. Als nächstes in Hohlkreuz gehen und zusätzlich nach oben schauen. Und auch hier 10 Wiederholungen. Becken zu dir, ranschauen, Schulterblätter wegbringen. Hohlkreuz, nach oben schauen. Sprunggelenk aktiv auf den Boden lassen. Runterkommen, Becken zu dir ranziehen, Schulter wegbringen. Ausatmen, hoch, Bauch reinziehen, richtig im Hohlkreuz reingehen. Und nochmal. Zu dir reinziehen, Becken ranziehen, Schulter weg Richtung Decke, Sprunggelenk auf dem Boden und dann aktiv in den Hohlkreuz und nochmal nach unten. Diese Übung sollst du ganz bewusst langsam machen. Es funktioniert so gut für die Hüfte, für den Rücken, für den oberen Partie. Es ist alles, was dein Becken und Rücken braucht. Und 6. Noch einmal nach oben. Und wieder runter. Zu deinem Bauchnabel hinschauen, das Becken zu dir ranziehen.
Schulterblätter nach oben weg. Und nach oben hoch. Nur noch 2. Dann ziehen. Sprunggelenk ganz aktiv auf dem Boden lassen. Hohlkreuz nach oben. Schulterblätter zusammenziehen. Und noch einmal nach unten. Bauchnabel ranziehen, Becken zu dir ran. Schulterblätter nach oben Richtung Decke. Hohlkreuz. Hoch, 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 hoch. Und das letzte. Becken zu dir ran. Schulterblätter nach oben. Und dann wieder runter. Und jetzt, wo du sowieso schon in dieser Position auch bist, machen wir auch die letzte Übung. Du bringst nur deine Knie ein bisschen mehr zusammen. Fußrücken ist immer noch auf dem Boden. Und jetzt versuchst du erstmal nach hinten zu gehen und wieder nach vorne zu kommen. Komplett nach unten zu gehen. Das ist für die Beweglichkeit deiner Knie. Und wieder nach vorne. Versuche jedes Mal einen Tick weiter nach unten zu kommen, so weit wie es deine Gelenke es hergeben. Aber achte darauf, dass du immer ein klein bisschen mehr probierst. Und dann wieder hoch. Wir werden diese Übung 6 Mal wiederholen. Das sind jetzt schon 5. Und nur noch 1. Nach unten. Und dann geht es um eine kreisende Bewegung. Die Hüfte nach außen, nach unten, Richtung Ferse, linke Seite. Nach rechts seitlich weg, nach unten auf die Ferse, linke Seite hoch. Rechts runter, kreisen so weit wie du kannst. Und links hoch. Und nochmal rechts runten, kreisen. Und links hoch. Haben wir jetzt selber vertan. Runterkommen, rechts auf die Ferse, links hoch, rechts nach unten und links hoch. 6 Mal zu dieser Richtung und noch einmal 6. Links runter, rechts hoch. Schön die Hüfte und das Becken kreisen. Nach unten auf die Knie gehen und dann wieder hoch. Und nochmal 4. Wenn du die Hüfte ein bisschen mehr auseinander machst, dann wird die Bewegungsausmaß intensiver. Muss mal gucken, was es so hergibt. Das ist schon die Hälfte. Noch einmal runter, rechts hoch. 5, links runter auf die Ferse sitzen, rechts hoch und das letzte Mal. Links runter auf die Ferse sitzen und rechts wieder hoch. Diese Übungsroutine kommt aus der Yoga und kann dir gut dabei helfen, die Beweglichkeit von deinen Beinen zu verbessern und gleichzeitig auch Schmerzen zu lindern, sei es im Sprunggelenk, am Knie oder an der Hüfte. Probiere sie aus, mindestens 3 bis 5 Mal in der Woche. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!